Wir haben schon viele Facetten jetzt gerade im letzten Vortrag von dem Partner Inus gehört. Die Anforderungen im Zahlungsverkehr sind ähnlich, zumindest wenn man die technische Perspektive einnimmt. Also was braucht man? Ne? Volle Flexibilität in Nutzung und Betrieb. Das heißt, Frontend immer verfügbar, ob es Desktop, Web, Mobile oder Tablet ist. Backend flexibel deploybar, on-premise, jede Cloud-Umgebung, skalierbare Technologien, die helfen sozusagen, dass die Services mit Docker, Kubernetes oder OpenShift hochverfügbar und passgenau da sind. Ne? API, auch schon vorhin angesprochen, passgenau integriert, idealerweise Microservices, die modular orchestriert werden und die eine Vielfalt von technischen Schnittstellen und Formaten unterstützen. Und das Ganze dann natürlich automatisiert und für Transparenz gemonitort. Volle automatisiert Strecke, konfigurierbare Echtzeitverarbeitungsworkflows, die man individuell einstellen kann. Und falls mal Transaktionen doch irgendwie hängen bleiben, ein entsprechendes Alerting auf passgenauen Kanälen. Na, also diese Folie, die haben Sie jetzt in den Vorrednern auch schon in den anderen Facetten, die relevant sind für die technischen Systeme gehört. Und ich würde mal behaupten, für ein startendes E-Geld-Institut ist das eigentlich ein Hygienefaktor. Das ist das, womit man heute starten muss. Ich darf Ihnen sagen, dass das nicht für alle Banken, die jetzt schon etwas länger am Werkeln sind, der Fall ist und die durchaus da noch ihre technischen Herausforderungen zu stemmen haben. Ja? Das ist die eine Facette, die technischen Anforderungen wachsen. Ein E-Geld-Institut sollte dieses Bild idealerweise auch für den Zahlungsverkehr als Blaupause mitnehmen. Und schwieriger wird es eigentlich, was den Zahlungsverkehr und die Gateway-Funktionalität in den Interbankenverkehr betrifft, wenn man sich dieses, wir nennen das immer das Zahlungsverkehr-Puzzle anschaut. Das ist jetzt ein buntes Bild, ein mit nicht konsistenten Elementen. So ist die Welt nun mal. Ne? Wir sehen auf der linken Seite die drei diskutierten Systeme, das Core-Banking-System, Sanction Screening, also Compliance Tools und das Payments System, also das Zahlungsverkehrssystem, die drei entscheidenden technischen Systeme, um eine Bank operativ zu schalten. Ne? Wir betreiben unsere Lösungssysteme auf dem ISO 20022 Standard. Wir freuen uns, wenn das die umliegenden Systeme auch sprechen. Aber auch dort ist unter Umständen dann schon Konvertierungsarbeit zu leisten von Fremdformaten ins Zahlungsverkehrsformat hin und her. Das ist sozusagen die Sicht nach innen. Ne? Also da hat man eine Menge von Transaktionen, die unterstützt werden müssen, die sozusagen ausgetauscht werden, um einen Geschäftsablauf zu garantieren. Wenn wir nach außen blicken in Richtung Gateway, wird es dann diffus, ne? Weil wir haben sozusagen nicht nur ein Zahlungsinstrument, sondern es gibt viele verschiedene. Wir haben jetzt mal die relevanten hier aufgezeichnet, SEPA, Target 2 und SWIFT. Vielleicht nicht alles für ein E-Geld-Institut immer von Interesse, aber vielleicht auch über Partnerschaften mit Vollbanken durchaus ein Thema, wo man sich sozusagen im Transaktionsaustausch mit beschäftigen muss. Ne? Wir haben heute, was jetzt Target und SWIFT betrifft, noch MT, bald MX. Ne? Da gab es ja jetzt sozusagen nochmal Aufschub, was das Target-Thema betrifft für bis März 2023. Blicken wir auf SEPA, sprechen wir von normaler SCT-Überweisung, Instant, also Echtzeitüberweisung, STD-Lastschrift, SCC Card Clearing und SVV-Scheckverfahren. Also ein buntes Set an verschiedenen Instrumenten, wo sich das E-Geld-Institut auch erstmal mit ihrem Geschäftsmodell klar machen muss, was ist denn eigentlich heute für mich irrelevant und was ist vielleicht in naher Zukunft, wenn der Ausbau stattfindet, im Weiteren noch ein interessantes Instrument, was man sich hinzuschalten muss oder will. Wenn man darüber Klarheit hat, ist die nächste Komplexitätsstufe eigentlich die Wahl eines geeigneten Service Providers. Ne? Da sind jetzt ein paar Beispiele aufgezeichnet, die üblichen Network Service Provider wie Swift, Nexi oder sei es eine EBIX-Verbindung zu EBA Clearing oder andere Service Provider. Jetzt gerade auch schon angesprochen, ein für E-Geld-Institut interessantes Eintrittstor für den Zahlungsverkehr, die litauische Zentralbank, die mit Centrolink sich hier auch den E-Geld-Instituten sehr stark öffnet, durchaus interessant und abzuwägen. Und hinter den Service-Providern natürlich dann die einzelnen Clearing-Systeme. Welche davon sind von Relevanz? Welche davon kann ich als E-Geld-Institut
bedienen oder auch nicht und welche brauche ich eigentlich. Und dieses Puzzle ist oft eigentlich der erste Schritt, um überhaupt mal klarzuziehen, wie ein Zahlungsverkehrssystem zu konfigurieren und flexibel zu verschalten ist. Wie geht man das an? Und da möchte ich jetzt nur mal sehr auf Vogelperspektive so ein paar Ideen mitgeben, wie man da sinnvollerweise rangeht. Wichtigste Entscheidung ist natürlich, welches Instrument ist eigentlich für das Geschäftsmodell relevant? Ist es eine SEPA-Instant-Überweisung? Ist es eine klassische SEPA-Zahlung oder muss man sich an den SWIFT-Zahlungsverkehr anbinden? Ja, diese Instrumente muss man erstmal festnageln, welche will ich davon. Ja, und dann ist die Frage, über welche Clearing-Systeme, entweder direkt oder über Partner, die ich mir suchen muss, gehe ich ran. Ne? Ist es an der Anbindung an die Bundesbank? Gehe ich über einen Centrolink oder gehe ich anders heran? Na, wenn man die zwei Entscheidungen strategisch getroffen hat, dann ist die Wahl des Servicepartners eigentlich für den Zugang zum Clearing-System für das jeweilige Zahlverfahren eben der nächste Schritt. Ja, also welcher Servicepartner ermöglicht mir an einem Beispiel SEPA Instant über Centrolink, wer ermöglicht mir diesen Zugang? Und wenn man die strategischen Entscheidungen getroffen hat, ist 4 und 5 dann sozusagen eher die technische Entscheidungsebene. Welche Zahlungsformate über welche technischen Schnittstellen werden mit welchem Service Provider ausgetauscht? Also Beispiel, kann ich mit meinem Service Provider ISO 20022 in Reinform oder Dialekt, ne, wir haben es ja vorhin gehört, also auch Centrolink ist dann vielleicht doch ein bisschen anders wie die Bundesbank. Gewisse Eigenschaften müssen da entsprechend berücksichtigt werden. Passiert über eine MQ-Schnittstelle, ist es eine REST-API oder ähnliches. Und die Entscheidung 5, und das ist dann wiederum eher die Inhouse-Sicht, welche technischen Schnittstellen sprechen die Subsysteme im Haus miteinander. Das war so kurz und knapp vom Zahlungsverkehr und für den Start für ein EMI heute. Was kommt da noch? Also wir haben SEPA-Echtzeitüberweisungen, steht ja schon im Raum, jetzt mit kürzlichen angekündigten Gesetzesentwurf, womöglich der klassischen SEPA-Überweisung gleichgestellt und bald für Zahlungsinstitute verpflichtend. Da wird sich sicherlich in naher Zukunft noch einiges tun und ist vielleicht auch zu berücksichtigen, welche Entscheidungen man bezüglich Zahlungsverkehr als EMI trifft. SEPA Request to Pay als Zahlungsaufforderung, auch durchaus relevant vielleicht in dem Kontext, noch ein bisschen weiter in der Zukunft draußen wie jetzt die SEPA-Echtzeitüberweisung, aber dennoch gibt es dort inzwischen gelistete Teilnehmer in diesem Verfahren. SEPA Proxy Lookup, ein adjungiertes Thema, interessant vielleicht im Kontext von SEPA Request to Pay, wo es darum geht, dass man sagt, naja, eine IBAN eintippen ist doof und ist es nicht besser, wie man das von PayPal gelernt hat, über Benutzername oder E-Mail-Adresse oder einem anderen sprechenden Alias eben den Lookup einer IBAN zu realisieren. Und das sind unter Umständen dann wieder Anbindungen und Systeme, die auch ein E-Geld-Institut interessieren könnten. Ein größeres Thema, auch noch weiter draußen natürlich und heiß diskutiert in der Evaluationsphase, der digitale Euro, wird er kommen, wird er nicht kommen? Ich glaube, er wird kommen. Wie er kommt, wissen wir noch nicht, aber das wird die Zukunft zeigen und definitiv wird das auch wiederum ein Gateway-Thema für die Anbindung an den Zahlungsverkehr.